Dieser Reseller hier ist wieder unterwegs auf Retro Börsen und kauft dort Spiele ein, um sie wieder zu verkaufen. Funktioniert das überhaupt? Das schauen wir uns heute mal an und ich würde sagen, falls du das erste Mal am Start bist, dich für Videospiele und so weiter interessierst, dann lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Viel Spaß! Alright folks, so I brought a couple bins of trade games here to the Game Jam convention. This is the first deal of the day that is happening before your eyes. This is all stuff that I was going to trade into, like, you know, a video game store or a lot up or something like that, so I figured I would bring it on down. Also er bringt seine Sachen erstmal mit und lässt Leute durchschauen. Also er will da auch tatsächlich ein bisschen Cash machen in dem Sinne, okay. Down here. So my friends from Two Dudes Gaming are just going through it. I will probably show it to Corbin and Amy, my friends, later. I'll also bring you guys in on that deal. And yeah, I'll keep you posted on whatever numbers we're able to come up with. This is like 3 hours before. Ist natürlich auch nicht dumm, ne? Er geht eigentlich dorthin, um Dinge einzukaufen. Er darf auch etwas früher rein, was mega spannend ist. Aber er bringt gleichzeitig auch seine Games mit, um die dort zu verkaufen. Und wie es aussieht, baut er bald seinen Camper um zu einem Wohnmobil. So sah das bei mir auch aus. Before the convention starts, by the way. All right, folks. So this is what the deal ended up being, along with some disc-only stuff down there. What were you looking to pay? I didn't get that far. For how many? Oh, yeah. How many did we have total? Maybe like a dozen or so. Yeah, 10 complete games. Okay. And 5-6 discounts. Well, man, what's fair to you? I mean, I want you guys to make money. $50. $50? That's perfect for me. All right, folks. First money of the day, and it's only 7 a.m. Ist natürlich nice, ne? Also er kann hier einfach sagen, okay, mache ich. Das waren wahrscheinlich günstige Games, die ihm nicht so am Herzen liegen. Ja, und das ist eben dieser kleine Cashflow, den ein Reseller dann hat. Deswegen juckt ihn das auch nicht so sehr. And the convention doesn't start till 10, so I'm feeling good. All right, I've got my bin of bags in hand, and it looks like this right here is the convention center. Not a whole lot. Okay, wieso darf er denn schon rein? Da hat er natürlich viel bessere Chancen, um zu connecten, um sich Games zu kaufen. Ja, wir sehen mal. A lot of vendors here so far. A little bit surprising. Normally they set up pretty early. All right, so the goal for this setup period is just to go around to a few of these vendors who are receptive to it. Obviously, I don't want to interrupt anyone while they're working. And just kind of pick out a few things that I... Ja klar, weil er der Erste ist, kann er natürlich auch direkt zugreifen, ne? Darf man das? Think can maybe work for my margins just at full sticker price. I'm not going to negotiate a lot at this point because I don't want to be rude. These people, a lot of them are still setting up and no customers have actually come in. So the negotiations will come a little bit later. All right, so a big thing that I'm looking for is like sort of mid-dollar games. Das sieht natürlich auch geil aus hier. Und er sagt gerade, so viel verhandeln möchte er jetzt gerade nicht. Ist auch klar, naja, weil die Leute eben da auch nicht viel verhandeln. Ne? Es ist wie in Retro-Börsen in Deutschland. Or maybe like this one. Collections always usually will do well for me on Amazon. This is one that I've bought recently. Crash Action Pack. I think this one has done well as well. Again. Metal Gear ist auch krass. Sind das hier $20 auf dem Castlevania hier? Wow, got a whole bunch of collections for me to look up here. Ooh, another thing I'm definitely interested in is those special edition DSs right there. Ah nee, $80, nicht 20, sorry. 280 and 180, there may actually be a little bit of margin on those for me. Also, look at that. That's not something you see too often. Monster Rancher 4, geil! Kennt ihr noch Monster Rancher? Schreibt es mir gerne mal in die Kommis. Ich fand das Game auf jeden Fall mega nice. Often the Pikachu and Eevee edition Switch. $250 on that is honestly not bad. Actually, the GameCube player for $150 is not bad either. I may have to make... Den findet man auch noch häufiger auf Flohmärkten. Schaut mal unter der GameCube, ja, dreht die mal. Und wenn da so ein kleiner Absatz ist, dann ist das der Gameboy Player. Und mit dem konntest du eben ja deine Pokémon übertragen und so weiter und so fort. Ist beliebt, das Teil, und manche kennen den gar nicht. Little pile here. This one I will do at 40. I think I can make at least 20 on that. This Twisted Metal 2, since it's complete, I think I will go ahead and do. There's a pretty big range on it, but I think I'll be able to squeeze some margin out of it. Could I take a look at the Soul Game? Also er verkauft hauptsächlich auf Amazon, ne? Kann man machen, ja. Und da kriegt man auch ein bisschen mehr, tatsächlich. Elio and Lunala, appreciate it. Yeah, this one's in nice shape. I think I will pull the trigger on that. And the GameCube Game Boy player, is that in good shape and everything? He was a little cheap on this. Yeah, that was good. I think I will do that. Eine CD gehört natürlich auch dazu. Habe ich gerade vergessen zu sagen. Ja, die CD wäre natürlich super, wenn sie dabei ist. Hast du dann auf dem Flohmarkt höchstwahrscheinlich nicht. Da hast du dann nur den Player, aber selbst der geht auch für ein bisschen was. I am like close on stuff. Do you want me to make offers on it or?
If you want to, I mean, I can wait that's till fine. later if that's better for like. Yeah. It's whatever works better for you guys. Yeah, that's whatever, man. Okay, I'll put this along with that in a pile. GameCube Game Boy player. I put price stickers on the backs of all these GameCube games. And if Spanky here is able to put them in the right order, he gets to keep one. And now Wie geil ist das denn, ja? Hier gibt es nochmal eine Werbung, eine kleine. Aber er macht es auf jeden Fall so, dass man da Games hinlegt und die erraten muss. Könnte ich ja mit meiner Frau auch mal machen. Und obwohl. Ja, okay, ich habe das mal im Hinterkopf. And 45 on a DS Lite is pretty good too, as long as the hinge is nice. Yep, that will work. This is one that I haven't bought before, Destriga. Had no idea about it, but there are no complete copies Das kenne ich gar nicht. Kennt ihr das? Habe ich noch nie gehört. on Amazon, and the lowest just disc only is 57, so Seht ihr, warte mal. I'll go ahead and pull the trigger and take. Seht ihr das Mortal Kombat hier unten für die PlayStation 1? Habe ich auf einem deutschen Flohmarkt vor 3 Jahren bei einer alten Frau gesehen. Das Problem war, ich habe mich damals mal mit der alten Frau angelegt in dem Sinne und deswegen, ja, habe ich nicht nachgefragt, beziehungsweise ich glaube, sie wollte 10 Euro oder 15 Euro. Ich war aber einfach zu stolz, das mitzunehmen, weil wir eben so ein bisschen im Clinch waren. Ja, heute ärgere ich mich ein bisschen. Tatsächlich. A bit of a risk. I have no idea what I'm gonna get out of it. And Sheep Raider, pretty much the exact same situation. NFL Blitz as well. The Simpsons game is kind of crazy on Amazon right now. Lowest copy is 75, dang, so we'll definitely do that for 20. Ooh, 25 for Raging Blast 2 on 360. Yeah. Ja, Dragon Ball Games sind immer sehr beliebt. Also die lasse ich auch nicht liegen. Ich meine, ich finde die selber ganz cool, ja, vor allem so Tenkaichi und so, aber ja, die verkaufen sich eben auch gut. Complete too, that's pretty nice. 44 after fees is what we're looking at on Amazon, so that's great. At this point, you guys can see there's a good number of vendors that are streaming in. So I'm gonna try to wrap it up at this first one and start making the rounds a little more. Got some cool guides here. Sonic Adventure. I didn't see a price on this. They're 8. All of them are $8. $8? Das geht auch, ne? Aber Preise sind nicht so krass. Würde ich, glaube ich, auch zuschlagen bei dem, was ist das, Donkey Kong hier unten, ne? Across the board. Okay, I think I will go ahead and do that for these two. Appreciate it. 15 for these Spyros I think is a good deal as well, and I think that will 15 für Spyro ist auch super, ne? probably wrap it up for me. So we got 245 on this stuff, 565 on this for just under 800 for everything. All right, folks, so just got it all in my bin here. It's 744 and we've spent $800. Felt a little bit weird about Krass, er hat schon 800 Euro ausgegeben. Ja gut, okay, die kriegt er natürlich wieder rein, aber trotz dessen natürlich erstmal viel Geld, ne? Die musst du natürlich auch bei dir haben. Ist auch auf dem Flohmarkt so, wenn du auf dem Flohmarkt unterwegs bist, vor allem wenn er groß ist. Der Stadtflohmarkt bei uns hier in der Nähe, der XXL Stadtflohmarkt, wo ich auf meinem Hauptkanal auch eben ein Video dazu gemacht habe, wo ich gute Sachen gefunden habe, habe ich auch einiges an Geld ausgegeben. Ich glaube, es waren 500, 600 Euro, die musst du natürlich dabei haben, ne? Sonst fliegt der Vogel woanders hin. my stuff just being out in the open here, so I brought this random table that I found in the other room. Hopefully nobody misses it. All right, so I had another booth here that was okay with me poking through stuff early. A couple wrestling games. Ooh, do I spy? Yeah, a little bit of GameCube action here. I wish that was in a little better shape. I would probably buy that. I suppose I could always switch the case out. Genesis Games, auch sehr selten geworden. Lego GameCube, ja, die Lego Games, ne? Ist halt eben so eine Sache. Ging mal besser, aber die gehen immer noch nicht schlecht. Though it is complete. That'll probably have to go in my pile. Over the Hedge, not so much. Dino Thunder, incomplete. Yeah, we'll pass. What did you have on the Atomic Purple Game Boy Color? I had 70 on it. Okay, I'll take a look. Boah, die Preise, Digga, 70. Damals auf dem Flohmarkt wollte den keiner für 20 kaufen, beziehungsweise verkaufen. Wahnsinn. Look at that action replay. I'll look. I mean, I'll look it up. I mean, Wiggleable. I'll see what they're doing on Amazon because sometimes these just do really well. I don't know why. It looks like I'd probably get about 150 before fees. So like, So you can make an offer on it. I can buy it. I don't want to insult you or anything. Okay, I'd probably. Was sagt er jetzt? 120? How about like I'd be at like 85. You do like 90, like honestly 90. Boah, was? Auf so einer Börse so krass zu handeln, ist untypisch. 85? Okay. Was the 90 was kind of what you wanted? Yeah, I'll do 90. Okay. I appreciate it. For sure. Tell me about the SPs. So currently I only have 2 chargers. Have you tested them all? Yes. These are both in pretty solid shape. What was asking price on these? I would have 90 on them. Was ich persönlich nicht mag, ist das Modden. Ja, also ich habe das selber mal gemacht. Da kann ich mir nicht frei von sprechen. Ne? Ich wollte es mal ausprobieren und so, auch mit neuem Licht und so weiter und so fort.
War cool, hat Spaß gemacht, kann man sich auf jeden Fall geben. Mittlerweile sind die Ersatzteile auch nicht mehr so günstig. Damals waren die sehr, sehr günstig. Aber ja, ich mag das persönlich nicht, wenn man dann den Markt flutet mit so modded Gameboys. Ja, also ich mag die Originalen lieber. Könnt mir eure Meinung gerne mal in die Kommis schreiben. Und hier ist... Kennen wir doch, oder? But again, Sure. also the bigger the pile, the better the deal. Yeah. Well, tell me if I might be interested in the blue one. The shape on the other one's a little Yeah, I bit would say harder. it's not the greatest in the world. Yeah, this one's in solid shape. Gosh, I love that screen. And the price on this was 120. Er filmt richtig gut, ne? Auch wie er das betont und so. Nice. Okay, so if I bought all 3 of these, I could do like 275. Is that the worst in the world? 275. How about would 260 work? You can run that. Yeah. Okay, 260. Yeah, I appreciate that. Yeah, for sure. And folks, the other thing that I was eyeing, he's Oh, geil, diese Reklame hier, ne? Ja, und ich muss sagen, die Preise hier sind in Ordnung. Also, das kann man machen. got a GameCube sign up here. Do you mind if I take a look at that? You said the story behind this is it's the front plate of a topper of a GameCube display. That's crazy. And you said you were asking 100 on it. He started out the morning with 2 of these and has already sold one. Did you sell a GBA one as well? No, I You just still have got 2 of one GBA, those? but I sold Oh, the, okay. Coliseum poster. Oh, wow. Folks, I feel like this would be just a Ja, das ist geil, ne? Für Sammler ist das mega und ich glaube, die steigen halt auch im Wert. fantastic memento of the GameCube Gambit almost. Even though this isn't a GameCube Gambit episode, I feel like if I wait too long, it's probably just gonna disappear. Honestly, what would you think about 80 on that? Would you do 80? With everything else, yeah, I could. Oh, das hätte ich jetzt, da hätte ich glaube ich nicht verhandelt. Ihr wisst, ich verhandle auch immer krass, aber man hat gemerkt, er wollte es nicht so ganz gerne verkaufen und ich glaube, er macht es für die Kamera. Gut, okay, warum nicht? Okay, I appreciate that, man. Thank you. Yeah, let's throw that on the stack. Dang, folks, this is something that you don't see every day. Look at this. PlayStation Windbreaker. How old is this, do you know? PS1, yeah. Oh, der ist mega dope. And the Nintendo lunch bag. What? A Nintendo lunch bag? It's a Nintendo Z bag, Caleb, and it wasn't made to carry lunch. It was made to carry your console and your Den kennen wir auch, den haben wir doch letztes Mal dabei beobachtet, wie er krasse Sachen gefunden hat. Die Sega-Konvolute, ne? games. Still love you. All right, so the total for this stuff came to $440. Folks, I'm honestly so happy about this GameCube sign. I had absolutely no idea when I was walking in that I'd be coming out with a collection piece like this. I mean, this is something that you don't. Ich mag den nicht so gerne wie diese typischen viereckigen, ne? Kennt ihr ja auch, aber ja, der ist auch ganz cool. Find. Into our little bag of magic it goes. Let's go find some more deals. Hey there, y'all open for business yet? My side is. I love your YouTube channel, by the way. Thank you. What's your name? Jamie Black. Jamie, great to meet you. Nice to meet you And too. so I this met is Riff at the Southeast Game Exchange. yeah, cool. So all the stuff over here is kind of like my. This sort is of stuff. okay. I was just asking. Yeah, are you guys Okay, gucken wir mal, was der so hat. Paar Funkos. Bin gespannt. open for business yet, or? If you see something you want, I can tell you the price on it. I'll definitely take a look at the GameCube here. I'm always interested in that. Carnage Game habe ich damals auch in Amerika auf dem Flohmarkt gefunden. War aber nicht so günstig. Heutzutage hätte ich das zu dem Preis mitgenommen, ja. What did you have on the Double Dash? 70 on it. That'd be a maybe for me. 1080, Resident Evil, and Midway. I'd potentially be interested in. Yeah. For what he was asking was like 118 on that. He was. Ah, ja, okay. Das geht sogar, finde ich. Was asking 118 on the stack. Do you think he'd take like a flat 100? 110 for 4 GameCube and a PlayStation game for 40. Okay, I mean 40's not far off of where. Aber dass er die immer noch so akribisch kauft, ne? Ich meine, er ist ein Handheld-Freak sozusagen, aber die lohnen sich kaum noch. Hab ich sogar für 15 letztes Mal auf dem Flohmarkt liegen lassen. Mit OVP. Mhm. I like to be. You said it does work. Okay, I'll take your word for it. Is 35 okay? No charger. Cool. Some of these. This one's kind of close. Would you do 40 on that? I'll do 45 on it. 45. Yeah. I'll do 45. So. Krass. Man sieht, als Reseller kann man trotzdem Kohle machen auf so einen Conventions, ne? Also Wahnsinn. Wahnsinn, finde ich mega cool.
45, 35 is 80. Thank you, sir. Checking out some stuff here at Upstate Games. Look at this 3DS selection. Somebody name a better sealed 3DS selection. That's absolutely insane. I'm definitely... Boah, sieht das geil aus, ne? Ich mag Handhelds auch. Was ich gerade irgendwie cooler finde, da wird mir wahrscheinlich niemand von euch zustimmen, aber PS Vita, PSP, das ist so mein Way to go gerade. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag die Games einfach ein bisschen lieber. Die sind ein bisschen düsterer. Ja, Leute, die mich verfolgen, wissen, dass ich da so ein bisschen hinterher bin. Diese hellen Games, weiß ich nicht. Also helle Games, ihr wisst schon, was ich meine, so kindlich, ja. I'm gonna take a look at some of this stuff. The complete sort of mid-dollar disc-based game is really my bread and butter. So I'm curious if any of these I can meet my margins. Uh-oh, we have spotted GameCube again. Tarzan Untamed is one that actually has... Das ist cool. Kennt ihr Tarzan Free Ride für die PlayStation 2? Habe ich auch noch, hier ist geil. Done fairly well on Amazon, believe it or not. Sims is another good one. Harry Potter! You're not a profitable game, Harry. I'm gonna kill him! Alright, so I found 5 of them. Would you work any discount for me on these 5? I'll do 110 cash. 110, that sounds great, thank you. Alright, over here at Strike Back Games. Schon spannend, ne? Schon spannend. Ich glaube, ich mache demnächst sowas auch mal. Doing some early deals. What did y'all have on the SPs? 100 a piece? Yeah, as long as it holds a charge, I'm okay with 100. I'll put that off to the side for now. Ooh, could I take a look at the GameCube bin? Ja, ist immer interessiert an Gameboys auch, aber GameCube Games. Verständlich, ja. GameCube wird auch immer seltener. So as a little example of what I'm looking at, this game is 15, which is a pretty solid price. The lowest, like, complete listing through FBA is 37, but the lowest listing at all, like disc only, is 20, so there's a pretty big range on this. It's a little... Ist natürlich auch irgendwie echt akribisch, also du musst dich gut auskennen, ja, gerade wenn du so einen Store hast. Und ich meine, ein Amazon-Store ist noch was anderes als eBay zum Beispiel, ja, da gehen die Preise anders, sagen wir es mal so, ja. Ist ja zu komplex, aber da ist ein bisschen schwieriger, würde ich sagen. A little bit of a risk, but if I can bundle it together with some other games and get a little bit of a discount, I think it would be worth it. Could I check out the Super Mario Land and the Kirby Amazing Mirror? Yeah, those look good. I'll put those with this. And could I see what prices you have on those GameCube games too? Alright. Hab letztens einen Zelda in der Collectors Edition gefunden, also die 2 Games kennt ihr ja, Promo, Disc. Hättet ihr mitgenommen für 100 Euro? Hat 100 Euro gekostet, hab ein bisschen überlegt, aber nee. Ich meine, mein letztes habe ich für 45 gekauft und für 90 verkauft. I'll pass on those. 120 plus 130. So we got 250 with just this stuff. What kind Boah, es ist echt viel, ne? of a deal do you think you could do for that? 230? That works for me. I appreciate it. Folks, we've got T-minus an hour and 15 minutes until this thing starts. Guck mal, jetzt wird's voller, ne? Er sagt gerade, es geht noch eine Stunde gut und dann kommen die ersten Kunden. Aber die Leute sind hier schon am Häkeln, ne? Die sind hier schon am Verhandeln und am Gucken. Trying to go into speed mode right now to get as many deals done as I possibly can before the floodgates open. Definitely want to... Boah, der Rival Schools Aufsteller, habt ihr den gesehen, Mann? Deals done as I possibly can before the flood... Hier. Auch krass, ne? Sieht sehr, sehr geil aus. Floodgates open. Definitely want to take a look at some handheld. Very nice. You know where that came from. Me? That came from you off of Whatnot. I thought it looked familiar. Folks, by the way, this is Dirt Road Games on Whatnot. Go ahead and give them a follow. Got a bunch of awesome inventory. I love to see it. On that... Ja, Whatnot ist halt voll im Hype gerade, ne? Da sind die Leute immer live und machen Auktionen. Leider in Deutschland kein richtig ernstzunehmender Konkurrent aktuell. Ja, schade. That how's $100? Yeah, we'll do that. Is that fair? Yes, sir. I appreciate that. Drew, what were you So let's asking? start a stack with Yes, this. sir! Okay, so no charger with this one. Okay. I'll do $30 for that. 30? Yeah, that's great. Oh, I found the GameCube stuff here too. Er guckt immer nach GameCube, Mann. Heftig. Wii U wird auch immer seltener, ne? Uh-oh, it's the band game. If you do your band. So these two collections as well for 30 and 35. What is that ungodly noise? If you do your band. For 30 and 35, we'll put on the stack discount where it lies. Oh, dang, folks, they're bringing out the sealed. Sealed in television, that is not something that I come across. Ja, Sealed kann man aktuell auch gut verkaufen. Ich habe auch noch einige Sealed Games hier. Aber die stocke ich auch erstmal. Die verkaufe ich aktuell nicht.
It's too much. This is really my bread and butter here, folks. The sealed, like, low dollar games. I'll put that aside. Looks like it hasn't been priced. Yep, sealed Wii shovelware. Yes, please. Is there anything wrong with this controller? No, it's good. Okay. Einfach ein bisschen überfragt, so, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ne? Ey, ich sehe gerade diesen transparenten Controller. Kennt ihr das transparente Case für die PlayStation 2? So geil. Hätte ich so gerne. Kriegt man nirgendwo mehr. Damals hatte ich einige davon, habe die weiterverkauft und ich suche das Neongelbe oder Neongrüne. Ey, sehen so geil aus. So folks, we had 95 for these 4 items here. Thank you. So we had 100 on this guy, and then this stack also adds up to 99. What would you do for me on those? You tell me. You're the deal, man. How about 80? Let's do it. Is that worth it? Yes, sir. Ja, die machen mit, ja, weil das sind, ich sag das immer ungerne, Fans, ja. Das ist okay. Darf man auch mal ausnutzen, ne? Wenn man Content macht für die Champs da draußen. Ist okay. Hey, I appreciate that. Oh my gosh, these people are selling an actual Keyblade. How much is the GameCube one? Ja. Also das ist sehr, sehr cool. Das sind aber, glaube ich, kein Original, wie es aussieht, oder? All the lights are 100. All the lights, okay. Oder doch? Oder, nee, ich glaube nicht, ne? Aber 100 geht. Da hätte ich mal eins mitgenommen, glaube ich. Alright folks, the Retro Beard Customs is where you can get these signs. Check them out. That's awesome. Well folks, coming away with officially their last GameCube sign. And weirdly enough, the second GameCube sign I have bought today. Do you have a... Ja, ein Repro-Sign hätte ich mir jetzt nicht gekauft. Also, da hätte ich schon das Originale für 100 gekauft. Aber wenn man das denn noch findet... charger with this guy? Yes, I do have a charger. Okay. The joystick needs. Yeah, the thumb pad. Okay. None of these prices are firm. On this guy, I could do 80 on it if that. Okay. Yeah, appreciate it. Thank you. Do you mind if I take a look in here? 5 games and that's it. There's Stubbs the Zombie, Star Wars Racer. Okay. WWE Battle. Die sind alle noch sealed oder was? Mhm, okay. Oder nicht alle. Das sieht jetzt nicht sealed aus. Ah, doch. Alles sealed. How many of these do you have? Well, let me know if I could take all these. Sure, I don't care. What kind of price would you want? 15 a piece on these? Yeah. Yeah. Ja, ist cool, ne? 450 für alle, boah, Wahnsinn. Aber er hat anscheinend auch den Durchblick, was Star Wars betrifft, ja. Man muss da irgendwie auch auf Franchises Wert legen, beziehungsweise sich da auch so ein bisschen positionieren und er sucht GameCube, Star Wars und sowas in diese Richtung. Cool. Let's go. Yeah, let's run that. I appreciate that. And then the rest should all be in there. Yeah, I'll make sure that there's 30 total. All right, folks, 30 copies of Star Wars Episode 1 Racer. They'll sell really slow, but the margins are good enough that I'm honestly really happy. This is exactly the kind of deal that I was looking to do today. So we have an offer on the table of 3 apiece for Street Power Soccer, which it looks like actually will work with my margins, 7 after fees. 30. Guck mal, hier... Ich will es jetzt nicht nochmal öffentlich machen oder so, aber hier ist es nicht verpixelt und hier schon. Naja. Will work with my margins. 7 after fees is, 3 is totally fine. So it looks like on these battlegrounds, I would be interested in 3, except I'm actually not allowed to sell it in new condition. So these ones I'm going to pass on. Looks like Stubbs is the zombie. Ah, das darf er nicht verkaufen, ne? Stubbs is the zombie. Sells. What did you have on Stubbs? I was doing the same thing with Star Wars 20. Yeah, those will be a pass. Das würde ich nicht machen, nein. For me. This one's interesting. There are a good number of listings for in the 30 range. Showdown Special X. Ist spannend, ja. Also das ist zum Beispiel auch ein geiles Game. Ist spannend, weil er hat so seine Nischen, ne? Und deswegen kann man da auch ein bisschen was lernen. Actually don't recognize. Looks like that's actually a little higher than it would go for. I'd get 49 after fees, so this will be a pass. Okay, so you have multiple of these. Yeah, I don't know how many of those I have. I do 20. Sind die von... Ich glaube, die hat Limited Run auch, ne? Kennt ihr Limited Run, diese Seite, wo man eben diese digitalen, physischen Games kaufen kann? Ja, die hatten davon auch einige. Wurden mir auch angeboten auf Discord. Also nicht von Limited Run, sondern von einem Händler. 20 a piece. Yeah. That works. So we had 90 for all these, 450, and then 40. So we're at 580. You already paid for that, so not counting. This one's paid for. So 580 I owe you on this stuff? Yes. All right. There you go. Awesome. Thank you, man. I appreciate it. And folks, just like that, the doors are about to open to the...
Ah, jetzt geht's los, ja? Jetzt kann man nicht mehr so gute Schnapper machen. Public managed to spend just shy. Oh, wie viele er hat, ne? Ja, das Ding ist auch, ja, auf der Gamescom zum Beispiel musst du am ersten Tag in dieser Verkäuferbooth sein, weil da gibt's noch gute Schnapper. An den nächsten Tagen dann nicht mehr so. Especially with that last purchase, that was fantastic. Ja, cool. Also ich finde, er hat coole Sachen gefunden. Was hättest du gekauft, was hättest du nicht gekauft? Meinst du, die Preise waren gut, auch für Reseller oder nicht? Ja, schreib's mir gerne in die Kommis und abonniere mich doch gerne kostenlos. Den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Und ansonsten würde ich sagen, halt die Ohren steif. Ich bin Deantramp. Bis bald.